Hallo und willkommen zurück bei The Outer Worlds. Ja, diese Damen und Herren da, um deren Leben geht's. Es sind, also auf der Hope sind ziemlich viele Leute. Hier sind's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier sind es 12. Auf der Hope sind es wesentlich mehr. Und bei denen hier war es, dass die wenn die aufgetaut und wieder eingefroren wären, höchstwahrscheinlich sterben. Dementsprechend, ich hole mir alles. Oh Gott, die sterben gerade. Und tot. So, jetzt müssen wir zu Phineas zurück. Heilige, wir haben gerade Leute umgebracht. Wo geht's hier hin? Hä? Hier dürfte gar keine Tür sein. Ah, hier ist die Tür. Alles klar. Ja, wir haben gerade 12 Leute umgebracht. Und wir sind im Eingangsbereich. So wie es aussieht. Jo. Wir sind im Eingangsbereich. Was mich jetzt noch irritiert, nach wie vor, hier draußen dieses eine Haus, in das ich nicht reinkomme, obwohl auf der Karte ein Eingang eingezeichnet ist. Und dieser eine Punkt in den Tunneln, wo ich nicht reinkomme. Aber es gibt definitiv noch einen Punkt in den Tunneln, in den ich nicht reinkomme. Hat das jetzt eigentlich auch wieder Auswirkungen auf meinen Ruf gehabt? Nee. Also ich würde noch mal fix in die Tunnel reingehen. Weil hier war eine Gegend, wo ich nicht hinkam. Und das irritiert mich. Weil sonst könnte ich immer überall hin. Ich meine, gut, es kann natürlich sein, dass es wie mit der einen Tür auf Monarch ist, wo ich dann von Nyoka irgendwann die Aufgabe bekomme und dann dahin kam. Aber hier unten komme ich nicht rein. Und da ist was Blaues. Und ich finde es irritierend, was das ist.
Zumal ich weiß, man muss da von der anderen Seite rein, weil ich glaube, von dieser Seite hier war die Tür verriegelt. Oh, hallo. Da ist ein kleiner Raum und da ist ein Raum. Ich glaube, ich komme ja nicht mal in diesen großen Raum rein. Oder? War nicht hier schon zu? Genau, hier war ja schon zu. Ich komme ja nicht mal hier unten rein, da wo die Werkbank ist. Und wenn ich mir jetzt überlege, da ist der eine Ausgang, da der andere. Dann muss das hier irgendwo sein. Vielleicht im Wasser? Oder ging es hier noch nach hinten? Ach, warte mal. Nee, hier bin ich ja nur bei dem Ding. Das ist ein Raum mit zwei... Und da ist ein Zugang. Hier geht es weder hoch noch runter. Also was hat es damit auf sich? Was hat es damit auf sich? Hm. Your best find this week. Go. Kriegt das hier irgendwo rein? Hier komme ich ja nur, über die Leiter komme ich ja nur hoch zu der... Ach, sieh mal einer an. Ne, hier ist aber nirgendwo ein Eingang. Clarks Villa auch nicht. Da gibt es auch keinen Eingang.
Ja, und dann ist ja noch das zweite hier mit diesem Eingang, der aber gar nicht da ist. Vielleicht muss ich dafür auch mit irgendeiner Person reden, die mir dann das Zugang gewährt. Aber hier ist ja reicher Bürger. Hier hat ja niemand mehr einen Namen. It's a Börschwurst. Bijoux hat auch zu. Ja, ja, alles gut. Ist hier noch irgendwo einer, der einen Namen hat? Das ist alles reicher Bürger. Naja, wir machen zu Phineas. Oh, jetzt geht das wieder nicht. Schnellreise. Gut, wir haben gerade 12 Menschen umgebracht in irgendwelchen Tanks. In der Hoffnung, alle Leute von der Hope zu retten. Problem ist, wenn ich alle von der Hope rette, sind ja noch mehr Mäuler zu stopfen. Aber das erklärt jetzt auch, warum die Suche nach der Hope aufgegeben haben. Weil die genau wussten, die können die Leute nicht ernähren. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix. Nee, they're sharing a drink und jetzt quatschen sie nämlich schon. Wo steht denn die kaputte Schneekugel? Nicht bei mir. Wer hat die kaputte Schneekugel? Doch bestimmt Felix. Das wäre sowas, das würde zu Felix passen. Hat Verrat hier eigentlich irgendwas von Jundi? Irgendwas von Junli hier? Ein Geschenk? Das ist hier. Ach, hier, jetzt hat es ein Bild. Bild von Junli und Parvati. Bezaubernder Abend für Parvati. Oh, schön. Kaputte Schneekugel. Ich hätte schwören können, die ist bei dir. Das ist der Scheck. Arztausrüstung. Bei wem ist die kaputte Schneekugel? Wo zum Geier steht die? Ach, guck mal an, bei Sam liegt es vielleicht an Hawthorns Pfuscherei, dass diese Reinigungsrobotereinheit eine Vorliebe für Schrott hat? Seifenreiniger. Ja, der hat eine Vorliebe für Schrott. Okay. Wir fliegen zu Phineas. If you don't mind my saying, you have a message from Adjutant Sophia Akande. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. Du
Du meinst, wie ich durch die Kolonien gestolpert bin, zu getan habe, das hätte ich Ahnung, geil. Zumindest hat sie deine Aufmerksamkeit erregt. Ich fange gerade erst I'm an. glad to hear that. This may come as a surprise, but I happen to enjoy your work. I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. A rundown backwater, barely worth the ink on a map. Until you showed up. You walked through Edgewater and in your wake transformed it from a loyal company town to a haven for dissidents. I'm actually a little impressed. All this happened because some mysterious stranger fell out of the sky. Verstehe, du bist ganz toll informiert. Können wir das ein bisschen schneller abwickeln? Du klingst fast, als würdest du das gut finden. Not always. For the longest time, I could never be sure if you were on our side or against us. You should be back on the Hope, frozen in a hibernation chamber. Yet here you are, flying about in a stolen ship, leaving a trail of paperwork in your wake. The board doesn't know what to make of you. But I do. I've seen your potential. There's so much we can do for this colony. Woher weißt du denn, dass ich von der Hope stamme? We raised security on the Hope after Wells broke in. As for discovering the identity of the missing colonist, all we had to do was scan the passenger manifest. Okay. Sicher hast du mich nicht hierher gebracht? Nee. Du wolltest mit mir reden. Wie lautet dein Angebot? You have something I want. I'd like to negotiate. Ich höre. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. Weswegen wird er denn gesucht? He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. I could go on. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. He's an obsessive psychopath. And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. Du möchtest, dass ich ihn an euch verpfeife? Wells was our mistake. We failed to apprehend him for years. I'm asking you to help me correct that mistake. I'm sending you my access code. Contact me from Wells's terminal. When you're done, come speak to me in my office. Adjutant Akonde's call has been terminated. Will there be anything else, Captain? Lass uns von hier verschwinden. Now arriving at Phineas's top-secret orbital lab. So, wir haben Langeweile und Stadt der Sterne. Jo, wir nehmen euch zwei wieder mit. Schauen wir mal. Ja, ich kann das immer noch nicht so. Ich kann nur die Hälfte lesen von dem, was da steht. If we wanted the board's attention, we got options. Piracy, vandalism, maybe some light arson. We want to put some fear in the board, right? Get them scared of us.
Der Vorstand hat eine Menge Gründe, uns zu fürchten. I want to believe you, but the adjutant didn't seem too scared of us. You just got an audience with Sophia Conde. That's the adjutant to the chairman? You sure we should be trusting her? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie uns nur benutzt. If you think she's using us, why'd you give her the time of day? Ich habe einen Plan, Felix. Dabei kannst du mir vertrauen. Willst du auf irgendwas hinaus? I know we're freelancers and all. We take work where we can find it. But we gotta be vigilant, you know? This is how the board gets you. A job here, an errand there. Before you know it, you're calling him sir and ma'am. Ich weiß, was ich tue, Felix. Just trying to watch out for you, boss. I appreciate your time. Let's get back to it. Der wird langsam nervig. Der wird langsam echt nervig, der Felix. So. I've kept myself busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining colonists. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Vergiss mal für einen Moment die Chemikalien. Die Kolonie steht vor dem kompletten Zusammenbruch. What? Oh, yes, well, that's obvious. Anyone with 2 working labs can see this colony's slouching toward oblivion. Why do you think we've been doing all this? I revived you to help me save Halcyon from annihilation. Es wird noch schlimmer. Der Vorstandsvorsitzende will jeden Arbeiter an Halcyon einfrieren. Hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Halcyon's on the brink of total collapse? And the chairman's plan to save all of us is to save himself? I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of us? That's not a plan. That's a goddamn escape clause. That makes 2 things we don't have. Time and chemicals to revive the other settlers. None of this was supposed to happen. I was supposed to revive the Hope's colonists. We were supposed to have enough time to solve the problem before we all starved. Ich habe deine Chemikalien im Ministerium gefunden. Der Vorstand hat damit Versuche an Menschen durchgeführt. Human test subjects. Oh, that's grotesque. That's unthinkable. That's exactly what I'd expect out of the board. Die Testpersonen mussten dafür draufgehen, aber ich habe alle Chemikalien mitgebracht, die dort waren. Thank you. You've brought me enough chemicals to get started, at least. I'm just sorry they came at the cost of human lives. Those poor people, they must have died in agony. What exactly was the board trying to accomplish? Der Vorstand möchte den Schaden am menschlichen Gewebe beim Wiederbelebungsvorgang minimieren. You say the board's trying to freeze their subjects over and over again without inflicting permanent damage? Well, they're nowhere close to solving that problem. I'll tell you this much. The board scientists are hopelessly lost. After years of fruitless experimentation, they've made exactly 0 progress. Halcyon wird untergehen, wenn wir nichts unternehmen. Konzentrier dich. We're out of time. We're out of chemicals. We may very well be out of options. If the board has their way, we're all going to be spending the rest of our lives frozen in stasis. Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? The board's going to kill them all. Toss them out into space, just to make room in their hibernation chambers. Wir müssen uns was einfallen lassen. Es muss doch einen Weg geben, was wir tun können. Short of lining up every member of the board and shooting them in the back of the head.
colonists. The brightest minds Earth ever sent us, uncorrupted by the board. The board's going to dispose of them all and transform the Hope into a prison for the rest of us. They're likely on their way to the Hope as we speak. We need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off the Hope. Ja, es gibt eine Möglichkeit, die ist nicht gerade ganz sicher, aber wir könnten mit der Hope ins System springen. Merciful gibbering law, you're a genius! We bring the Hope to us. Skip the entire ship across the distance of colony space, right next to my lab. Die Hope ist vermutlich beschädigt. Wir werden Energie von Unreliable umleiten müssen. Yes, exactly. You're a step ahead of me, but I perceive the shape of your plan. If we link up the Hope to the Unreliable, then use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector, we can skip the entire colony ship into the rings of Terra 2. I don't know much about skip drives, not the physics anyhow. I do know the Hope's real massive. How's our bitty little ship supposed to skip it? Excellent question, my sharp-witted mechanic. You will use your own ship to power up the Hope's skip drive. Your navigational computer can handle the rest. I don't understand a word you said, Doc. All I know is, if we're gonna hijack a colony ship, count me in. Yes, excellent. I approve of your enthusiasm, young man. You should ask your captain for a raise. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the Unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope's skip drive. Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them immediately. Ich habe noch eine Frage. Certainly. How can I help? Ist denn da mit Widerstand zu rechnen? It wouldn't surprise me. When I pulled you out of the Hope, the board nearly intercepted me. I expect they stepped up security since my little act of larceny. Ah. Du weißt, dass Sprungrantriebe nicht für sowas gebaut wurden? Skip drives were never designed to be used within a system, but I skipped my ship across Halcyon when I rescued you, and that turned out fine, mostly. That is, I ruined my ship and nearly killed myself in the process, but the maneuver was well within acceptable margins of risk. You'll be fine. You'll be fine. Und den Leuten wird nichts auffallen, wenn ein gewaltiges Kolonieschiff in den Ringen von Terra 2 kracht? Unlikely. The Hope is as massive as the Groundbreaker, but compared to the rings of Terra 2, positively minuscule. The board might notice, possibly, depending on the position of their heads relative to the depth of their collective posteriors. Ich habe keine Fragen mehr, ich bin bereit. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. Die Adjutantin wollte übrigens noch, dass ich ein Peilsignal in meinem Labor platziere, aber das habe ich nicht vor. You absolutely should. Also hast du einen Plan? The adjutant must have sent you some kind of tracking code. If you don't use the code, she'll suspect you betrayed her. I think you should use the code and send a corrupted tracking signal. That should buy me some time. Ah, ich verstehe. Du möchtest dich vorbereiten. The board's going to catch up to me sooner or later. This way I'll have time to set up some particularly nasty defenses. Use my communications terminal to corrupt the tracking signal. While the board busies themselves trying to decipher it, I'll have plenty of time to prepare my defenses. Okay, nochmal was zurück. Certainly. How can I Okay, das help? war's erstmal. Hey, boss, I want to talk to you. You know, they're gonna make a serial about our adventures one day. I've been trying to think of a good title for this episode. I like the sound of
The skip job. No, wait, I got it. Hope in dark times. Get it? Hope? Like the ship. That's what folks in the business call wordplay. Nicht schlecht, Felix. Unsere kleine Abenteuerserie wird aber auch einen Titel brauchen. Yeah, I've been thinking about that. Got a list right here. Thrilling tales of the unreliable. Or maybe spine-chilling stories from the edge of the system. Was also considering astounding adventures in the ether. I'm partial to that last one. Die Abenteuer von Welt sind seinen Kompagnons besser. Es freut mich, dass du Spaß hast, aber wir haben einen Job zu erledigen. Wie wär's denn mit dem hier? Felix Abenteuer und wie er lernte, die Klappe zu halten und zu tun, was man ihm auftrug. Okay. Ja, Felix. Nee, es freut mich, dass du Spaß hast, aber wir haben einen Job zu erledigen. Yeah, we got a job to do. We're hijacking a lost colony ship and slamming it right into the rings of Terra 2. Stealing the hope from the board, skipping it across the whole damn system. This is gonna be great. I can't wait. Ich mag deine Einstellung, Felix. Enough to boost my pay? I'm just kidding, boss. I know you don't pay me. I'm sure you've got plans to make. As for me, I gotta keep practicing my signature dropkick. The Hope might have cameras. So, das Terminal. Verfälschtes Peilsignal senden. Damit haben wir bei lange Leine Sophia sagte, sie würde dich kontaktieren, sobald ihr Büro Wells Aufenthaltsort bestimmen kann. Begib dich zu deinem Schiff und schau nach, ob die Nachricht von ihr hast. Okay, und das hier ist, lande mit dem Schiff in einer der Andockstationen. Hast du noch was zu sagen? Nö. Na dann, an Bord der Unreliable, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Bis nächstes Mal. Ciao mit V. Der Welt.